Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um zwei Cold Cases und beide haben, zumindest auch der zweite Fall, im weiteren Sinne etwas mit dem Rotlichtmilieu zu tun. Von daher dachte ich mir, dass diese Videos ganz gut zusammenpassen. Im ersten Fall geht es um einen Mord aus dem Jahr 1981. Das Opfer ist die damals 29-jährige Heidi Mente. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 21. Mai 1982. Dies ist auch einer der ungeklärten Fälle, zu denen im Internet fast nichts zu finden ist. Heidi Mente lebt mit ihrem Freund zurückgezogen auf einem Bauernhof in Fallingbostel-Vierde. Dies ist ein kleiner Ort in der Nähe von Verden. Am Donnerstag, dem 3. September 1981, dem Tattag, macht sich Heidi gegen 12 Uhr wie üblich fertig, um zu ihrer Arbeit zu fahren. Sie plant, wie sonst jeden Abend auch, gegen 20:30 Uhr von der Arbeit wieder zurück zu sein. Denn für diesen Abend erwartet sie noch Besuch von einem befreundeten Paar. Ihr Freund Erich Winter, zumindest wurde er in der Sendung so genannt, ist arbeitslos und beschäftigt sich mit Renovierungsarbeiten in dem alten Haus. Das Geld für den gemeinsamen Lebensunterhalt verdient Heidi. Heidi hat eine mobile Liebeslaube und arbeitet als Prostituierte. Ihr Stammplatz liegt am Rande der Bundesstraße 215 in der Nähe des kleinen Dorfes Walle in einer Waldschneise. Und dieser Stammplatz ist 48 Kilometer von ihrem Wohnsitz entfernt. Bis zur Auffahrt Verden Nord an der Autobahn Bremen-Hannover sind es 4 Kilometer. Dazu muss man wissen, dass diese Liebeslauben oder Love-Mobile ziemlich oft an solchen Punkten standen, die jetzt einen Bezug zur Autobahn hatten oder zu einer vielbefahrenen Bundesstraße. Denn dort war erfahrungsgemäß natürlich viele Leute unterwegs, die dann vielleicht auch längere Strecken zu bewältigen hatten, die weiter weg von zu Hause waren, und da bot sich dann natürlich so ein Besuch an. 8 Stunden wartet sie täglich an diesem Platz auf Kundschaft. Gegen 20 Uhr fährt sie normalerweise wieder nach Hause. Am Samstag und Sonntag arbeitet sie nicht. Am Abend kommt dann, wie von Heidi auch vermutet, das befreundete Paar zu Besuch. Die späteren polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass Heidi auch an diesem Abend, bevor es dunkel wird, ihren gewohnten Stammplatz in Walle verlassen hat. Etwa zur gleichen Uhrzeit, circa 15 Kilometer von Heidis Stammplatz entfernt, legt ein LKW-Fahrer auf einem Autobahnrastplatz östlich von Verden eine Ruhepause ein. Der Fahrer hat ziemlich lange am Steuer gesessen und will in seiner Koje jetzt ein paar Stunden schlafen. An diesem Abend nimmt Heidi Mente nicht den direkten Weg nach Hause, denn sie wird kurz nach 20 Uhr mit ihrem Dienstfahrzeug, dem roten VW-Bus, in der Innenstadt von Verden noch einmal gesehen. Später steht dann der rote VW auf dem Autobahnrastplatz, auf dem der LKW gerade seine Pause macht. Ob der Täter mit einem eigenen Auto gekommen ist und warum sie diesen Parkplatz noch angesteuert hat, konnte nicht ermittelt werden. Fest steht nur, dass sie auf diesem Parkplatz von einem unbekannten Mann erdrosselt wurde. Vielleicht hat sie den Täter näher gekannt, denn er hat sie vor der Tat mit mehreren Mullbinden gefesselt. Und zwar in der Art, die den Schluss zulässt, dass sie zumindest in der ersten Phase dem zugestimmt hat. Zu Hause wartet zu der Zeit ihr Freund und der Besuch auf sie. Der Besuch ist dann etwas verstimmt, weil Heidi um 21:30 Uhr immer noch nicht zurück ist. Und sie verabschieden sich dann von dem Freund. Dieser macht sich dann, nachdem sich die Bekannten verabschiedet haben, auf der Suche nach Heidi. Im Gespräch, bevor die Bekannten dann gegangen sind, sagt er, dass er einmal vermutet, dass eventuell der VW-Bus Probleme macht, und zum anderen merkt er im Gespräch an, dass es schon merkwürdige Typen gibt.
Es dauert dann mehrere Stunden, bis ihr Freund den VW-Bus von Heidi auf dem Parkplatz entdeckt. Als er an den Bus herangetreten ist, reagiert sie nicht auf sein Klopfen und Rufen. Er öffnet daraufhin die Tür, also die Fahrertür des Bullis, und findet Heidi gefesselt und tot in dem Fahrzeug, als sie nach hinten in den Innenraum schaut. Dort, wo sie normalerweise ihr Geschäft verrichtet. Hört sich jetzt komisch an, Entschuldigung, aber dort ist dann eben wirklich der Verrichtungsraum, wenn man es dann so nennen will. Eine Stunde später ist dann die Schutzpolizei und auch die Kripo am Tatort. Zuerst gerät natürlich der Freund unter Verdacht. In der Darstellung wird es so argumentiert, wie er dann feststellen könnte, dass sie tot ist, wenn er nicht die Schiebetür des Bullis geöffnet hat, sondern nur die Fahrertür und da nach hinten geblickt hat. Und er erklärt dies damit, dass Heidi auf seine Ansprache nicht reagiert hat. Dann wird der LKW-Fahrer befragt, der auf dem Rastplatz geschlafen hat. In der Darstellung zumindest stand dieser LKW in ziemlicher Nähe des Bullis. Aber der LKW-Fahrer hat nichts davon mitbekommen, was in der Nacht oder was in der Zeit zuvor passiert ist. Er kann aber angeben, dass der VW-Bulli dort noch nicht gestanden hat, als er auf dem Parkplatz angekommen ist. Und damit endet dann auch die filmische Darstellung. So, und auch hier stellen wir die Fakten nochmal kurz zusammen. Heidi arbeitet als Prostituierte. Und das in den damals nicht ungewöhnlichen Love-Mobilen. Das ist natürlich eine recht gefährliche Form der Prostitution und man ist halt dort immer alleine und dann in einem etwas einsamen Bereich zumeist. Und es gibt keine Zeugen, die zum Beispiel gesehen haben, wer einen besucht hat, oder man kann, wenn man auch um Hilfe ruft, wahrscheinlich nicht mit Hilfe rechnen. Natürlich hat diese Art von Prostitution auch seine Vorteile. Einmal, man ist eben wirklich mobil, man kann den Standplatz wechseln, wenn es mal auf dem aktuellen Standplatz nicht so läuft. Und ich denke mal, dass die Damen aus dem Bereich auch dann weniger von Zuhältern behelligt wurden. Heidi hatte ja geplant, pünktlich wie immer zurück zu sein, da an diesem Abend Besuch erwartet wurde. Sie hat extra ihren Freund laut der Darstellung darauf hingewiesen. Und laut der Darstellung machte sie ja dann wohl auch pünktlich Feierabend. Es wird davon gesprochen, dass sie also vor der Dunkelheit diesen Platz verlassen haben soll. Vermutlich haben Leute, die diesen Platz von ihr kannten, dann sich später daran erinnern können, als sie da rüber geschaut haben und es dunkel war und der Bulli dort nicht mehr stand. Die Frage ist aber eben trotzdem, gibt es eben dafür Zeugen oder ist es nur eine Annahme aufgrund der späteren Ereignisse, dass sie dann praktisch wohl auch gegen 20 Uhr dort dann den Platz verlassen hat? Das ist nicht so ganz klar. Es steht wohl nur fest, dass sie, bevor es dunkel wurde, diesen Platz verlassen hat. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, also der Sonnenuntergang zumindest für September 2022 wird angegeben, dass das so gegen 20 Uhr ist. Also ich vermute mal, dass es dem Tatjahr 1981 dann auch nicht so komplett anders war. Also vermute ich mal, wie schon gesagt, ganz stark, dass man davon ausgegangen ist. Leute haben bei Einbruch der Dunkelheit dort geschaut und den Wagen dort nicht mehr gesehen. Und dieser LKW-Fahrer hat dann seinen Wagen vor Einbruch der Dunkelheit auf dem Rastplatz geparkt, was ja auch Sinn macht, dass er dann schlafen wollte. Und ich denke mal, daher hat man abgeleitet, dass sie dann pünktlich diesen Platz verlassen hat. Kurz nach 20 Uhr wird ihr Liebesmobil dann in der Innenstadt gesehen. Frage ist natürlich, war es wirklich ihr Wagen? Waren sich der oder die Zeugen sicher? Woher kannten sie den Wagen? Oder war er stadtbekannt? Also auf gut Deutsch, ich ziehe diese Zeugenaussage mal wieder in Zweifel. Da wird später Heidi tot von ihrem Freund in dem Love-Mobil auf einem Rastplatz 15 Kilometer von ihrem Standplatz gefunden.
Warum stand es da? Ist dies ein Platz, den sie schon mal benutzt hat? Oder stand der Wagen zum ersten Mal da? Meine Vermutung ist, dass der Wagen dort nicht zum ersten Mal stand. Warum? Weil der Freund anscheinend, auf jeden Fall wurde nichts anderes berichtet, diesen Rastplatz bei der Suche nach Heidi wohl auch bewusst angesteuert hat. Gehe ich mal ganz fest davon aus, also so, dass ihm bekannt sein dürfte, dass sie wohl vielleicht auch des Öfteren mal auf Rastplätzen steht und dann eben im Laufe der Zeit eben auch diesen Parkplatz angesteuert hat. Stellt sich natürlich die Frage, warum ist sie auf diesem Park- oder Rastplatz? Meine Vermutung ist, dass sie an ihrem Standplatz an diesem Tag zu wenig Umsatz gemacht hat und deswegen auf diesen Rastplatz gefahren ist. Dafür spricht auch, dass sie den Bulli vermutlich neben den LKW-Parkplätzen geparkt hat. Und wahrscheinlich hat sie sich aus den Reihen der Trucker noch etwas Kundschaft versprochen. Aber warum sollte sie dorthin gefahren sein, nachdem sie am Standplatz pünktlich Feierabend gemacht hat und sie wusste, dass sie zu Hause noch Besuch erwartet? Es wird vermutlich keine gesicherten Zeugen geben, die Heidi beim Feierabendmachen am Standplatz gesehen haben. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie dort früher verschwunden ist, um auf dem Rastplatz noch etwas Geld zu machen. Kommen wir zu der Tat selber. Sie wurde mit Mullbinden gefesselt und anscheinend hat sie den ersten Fesselungen wohl zugestimmt. Da stellt sich wieder die Frage, gehörten Fesselungen generell zu ihrem Repertoire? Welche Praktiken hat sie noch angeboten? Woher stammten die Mullbinden? Hat der Täter diese mitgebracht oder stammen diese aus dem Verbandskasten von Heidi? Ist diese Praktik eventuell aus dem Ruder gelaufen? Das heißt, wollte Heidi urplötzlich nicht mehr? Oder war dies bewusst vom Täter so angelegt und das freiwillige sich fesseln lassen die Vorstufe der bereits geplanten Tat? Also ich würde die Täter eher im Bereich der Lkw-Fahrer suchen. Eventuell war es auch eine Art Stammkunde von ihr, bei dem sie wusste, dass er auf seiner Tour an diesem Tag um diese Uhrzeit vermutlich auf dem Rastplatz sein wird. Aber leider gibt es zu wenige Informationen in diesem Fall, als dass man detaillierter spekulieren könnte. Also kommen wir jetzt zu dem zweiten Fall. Wie schon gesagt, in dem zweiten Fall geht es auch um einen Mord im Rotlichtmilieu. Allerdings ist das Opfer keine Prostituierte oder ähnliches. Zugetragen hat sich dieser Fall am 30. Juli 1980 in Pirmasens. Das Opfer ist die 30-jährige Christine Ebelshäuser, genannt wird sie Christel. In der Anmoderation erzählt Ede zuerst, dass Christel nicht zu den Sonntagskindern gehörte und ihr nie etwas geschenkt wurde. Sie aber mit Fleiß und Standfestigkeit ihr Leben relativ gut gemeistert hat. Aber sie hat dabei zuletzt einen Arbeitsplatz in Kauf genommen, der nicht frei von Gefahren ist. In der beginnenden filmischen Darstellung erzählt Wolfgang Grönebaum, dass sich auch in Pirmasens in den letzten Jahren ein Wechsel im Gaststättenbereich vollzogen hat. Schnellgaststätten, Spielsalons und Sexkinos haben sich etabliert. Und seit 3 Jahren gibt es in der Hauptstraße Nummer 98 am Rande der Fußgängerzone ein Pornokino, das Europa-Movie. Dieses Kino gibt es heute natürlich nicht mehr. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es wohl dort danach noch die Europa-Disco gegeben haben muss. So steht es zumindest in einem Artikel von der Zeitung Rheinpfalz. Dort wird Folgendes berichtet: In der Hauptstraße 98 wollen Bilal und Kivanc Sareltun 10 moderne Wohnungen und 2 Läden von Grund auf sanieren. In den Räumen der früheren Europa-Disco soll ein Spätkauf mit Bar und Biergarten entstehen. Aber machen wir weiter mit dem Fall. Legendär in diesem Fall dürfte folgender Satz von Egon Grönebaum geworden sein: Dem Publikum werden zu heißen Pornofilmen kühle Getränke angeboten. Als eine Art Eintritt müssen bei Betreten des Kinos 12 D-Mark für 2 Getränke bezahlt werden. Und in diesem Europa-Movie ist Christel Ebelshäuser die Geschäftsführerin. Sie ist Kassiererin, Filmvorführerin und Bedienung in einem.
Christel stammt aus recht einfachen Verhältnissen. Nach der Schulzeit hat sie mehrere Jahre in einer Fabrik gearbeitet und seit geraumer Zeit hat sie sich als Aushilfskellnerin zusätzlich verdient. Unter anderem auch in dem Europa-Movie. Und als dann vor 2,5 Jahren der Posten des Geschäftsführers frei wurde, hat sie sich mit Erfolg darum beworben. Auch privat hat sie ihre Verhältnisse mittlerweile relativ gut geordnet. Nach einer gescheiterten Ehe lebt sie seit fast 3 Jahren mit ihrem Freund zusammen, der als Schlosser in einer Fabrik arbeitet. An ihrem Arbeitsplatz ist es nicht immer leicht, den männlichen Kunden klarzumachen, dass sie schon fast verheiratet ist. Zu einer der Personen, die sich seit geraumer Zeit um intensiveren Kontakt mit Christel bemühen, gehört der 24-jährige Manfred Kölsch aus Pirmasens. Er taucht mehrmals pro Woche im Europa-Movie auf. Das Kino schließt offiziell pünktlich um Mitternacht. Es wird aber fast immer 0:30 Uhr oder 0:45 Uhr, bis sie Feierabend machen kann. Sie muss zum Beispiel vorher noch die Abrechnung und ähnliches machen. Die Einnahmen verstaut sie in ihrer Handtasche. Da der Inhaber des Kinos nur einmal die Woche vorbeikommt, um das Geld abzuholen, hat sie nicht selten mehrere tausend D-Mark dabei, wenn sie mit dem Taxi abgeholt wird. Gegen 1 Uhr morgens ist sie dann meistens zu Hause und dort wartet dann meist noch eine späte Mahlzeit, zubereitet von ihrem Freund, auf sie. Er schläft um diese Zeit meistens schon, da er früh morgens in die Arbeit muss. Christel ist dann auch immer ruhig, um ihn nicht zu wecken. Und aufgrund dieser Konstellation haben die beiden dann nur am Wochenende die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Zu den festen Gewohnheiten gehört es unter anderem, von Christel jeden Morgen das Taxi telefonisch zu bestellen für die Abholung nach Dienstschluss. Am Abend des 30. Juli 1980 läuft dann in dem Kino ein Film, der dort bereits seit einer Woche läuft. Deswegen gibt es an diesem Abend nicht so viele Gäste. In der Nähe des Tresens wird ein junger Mann mit blonden Haaren gesehen, der dort zum ersten Mal Gast ist. Und auch an diesem Abend bemüht sich Manfred Kölsch wieder um die Gesellschaft von Christel. Ihr Freund bereitet gegen 23 Uhr wie üblich ein kleines Nachtessen für seine Freundin vor und danach geht er schlafen. Die Polizei kann später ermitteln, dass Manfred Kölsch noch vor Mitternacht das Europa-Movie verlässt. Ob sich allerdings zu diesem Zeitpunkt noch andere Gäste in dem Kino aufhalten, kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Allerdings können Zeugen angeben, dass Manfred Kölsch sich am Eingang von Christel verabschiedet hat, als sie dort eine Zigarette rauchte. Dies war so gegen 23:40 Uhr. Etwa eine Stunde danach, also gegen 0:40 Uhr, wird dann der Taxifahrer, der Christel am Kino abholen soll, von dem Schichtführer der Nachtschicht der Taxizentrale daran erinnert, zum Kino zu fahren. Und der Wagen steht dann pünktlich um 0:45 Uhr vor dem Kino. Aber Christel kommt nicht wie üblich heraus. Nach einer kurzen Wartezeit geht er dann an das Kino, um zu schauen, was los ist. Die Eingangstür ist abgeschlossen. Er klopft mehrfach, aber niemand antwortet. Er glaubt an ein Missverständnis wegen der Abholung, geht zu seinem Wagen. Und dabei sieht er auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen grünen Passat, in dem eine Frau sitzt und auf jemanden zu warten scheint. Ebenso kann er sehen, dass in dem Auto auf dem Rücksitz eine karierte braune Decke liegt und sich eventuell auch noch ein Hund in dem Wagen befand. Da Christel immer noch nicht aufgetaucht ist, fährt der Taxifahrer zu seinem Standplatz zurück. Gegen 2 Uhr morgens wacht Christels Freund auf und bemerkt, dass sie noch nicht zu Hause angekommen ist. Daraufhin ruft er die Taxizentrale an und fragt, ob niemand seine Freundin abgeholt hat. Und dort bekam er dann die Mitteilung, dass sie nicht rausgekommen ist und auch niemand geöffnet hat. Daraufhin lässt er sich ein Taxi kommen, um zu sehen, was vor Ort los ist. Da auch ihm niemand im Europa-Movie öffnet, alarmiert er die Polizei. Diese verschafft sich Zugang zum Kino und stellt sofort fest, dass im Gastraum eine Auseinandersetzung stattgefunden haben muss. Ebenso finden sie Christel, tot.
Sie wurde zuerst mit einem Aschenbecher niedergeschlagen und danach erstochen. Wie sich später herausstellt, fehlen aus ihrer Handtasche 1500 D-Mark. Die Einnahmen, die am Freitagabend dem Besitzer übergeben werden sollten. Neben der Leiche liegt ein Ring, der mit großer Sicherheit vom Täter stammt. Neben dem Ring wurde in der Nähe von Christels Leiche Blut gefunden, das nicht zu Christel gehört. Aufgrund dieser und anderer Spuren geht die Kripo davon aus, dass der Täter oder die Täterin sich selber verletzt hat, vermutlich an der rechten Hand. Das war dann die filmische Darstellung dieses Falls. In der Nachbesprechung wurde dann nach Zeugen gesucht, die dementsprechend etwas bemerkt haben vor dem Europa-Movie oder die sich zu diesem Zeitpunkt als letzte Gäste in dem Europa-Movie aufgehalten haben. Und natürlich wurde nach dem entsprechenden Besitzer des Rings gefragt oder ob irgendjemand weiß, wer so einen Ring getragen hat und dann nach diesem Tag nicht mehr getragen hat. Es wurde da auch erwähnt, dass es sich von der Größe her um einen Frauenring eigentlich handelt und also deswegen der Täter eventuell auch eine Frau gewesen sein kann. Natürlich könnte der Mann den Ring auch an einem anderen Finger gehabt haben. Also man scheint sich da auch ziemlich wieder auf diesen Ring fokussiert zu haben. Wurde natürlich aber auch nicht ausgeschlossen, dass dieser Ring vielleicht einem anderen Gast gehört hat. Ja, und ansonsten ist zu dem Fall auch wieder sehr, sehr wenig im Internet zu finden. Es gibt also auch keine Informationen, was passiert ist nach der Aktenzeichen-Y-Sendung. Laut einem Foreneintrag soll sich die Frau in dem grünen Passat gemeldet haben, konnte aber wohl keine tatrelevanten Angaben machen. Aber was könnte in diesem Fall passiert sein? Also erst einmal gehe ich hier von einem klassischen Raubmord aus und nicht von einer Beziehungstat. Ich vermute, dass es sich um einen Stamm- oder Gelegenheitsgast handelt, der sich dort gut oder zumindest recht gut auskannte. Im Filmfall wird gesagt, dass der Betreiber des Kinos das Geld am Freitag, dem 1. August, abholen wollte. Ich gehe mal davon aus, dass er die Einnahmen dann immer am Freitag abgeholt hat und Christel bis zu diesem Zeitpunkt das Geld immer in ihrer Handtasche praktisch spazieren getragen hat. Der Täter konnte also sicher sein, dass sich eine größere Menge Bargeld in dieser Handtasche befindet. Weiterhin wurde an diesem Abend ja ein Film gezeigt, der schon, sagen wir mal, etwas ausgelutscht für das Stammpublikum war. Und der Täter deswegen auch davon ausgehen konnte, dass weniger Gäste dort sein werden und dass dann Richtung Geschäftsschluss vielleicht auch gar kein Gast mehr da ist. Es gibt keinerlei Spuren einer Vergewaltigung oder versuchten Vergewaltigung. Also hat es der Täter nur auf das Geld abgesehen. Er wird sie vermutlich angegriffen haben, als sie etwas an der Theke erledigt hat. Hat den Aschenbecher vom Tresen genommen, ihr einen Schlag versetzt. Sie versucht eventuell noch zu flüchten. Es kommt zu einem Kampf und er ersticht sie, raubt das Geld und verschwindet. Es könnte natürlich auch so gewesen sein, dass er versucht hat, in einem unbeobachteten Moment die Handtasche eventuell zu stehlen und dass diese Situation dadurch entstanden ist. Das heißt, dass sie es bemerkt hat und er sie dann ausschalten wollte, zum ersten Mal mit diesem Schlag des Aschenbechers auf den Kopf. Aber es stellt sich in diesem Fall noch die Frage, wie der Täter dann verschwunden ist. Die Eingangstür des Kinos war verschlossen. Dies macht man aber nur als Betreiber, wenn kein Gast mehr da ist oder wenn sich ein Gast im Lokal befindet, den man sehr gut kennt und dem man auch vertraut und eventuell sich so etwas wie eine Art Freundschaft entwickelt hat. Da nicht von einem fehlenden Schlüssel gesprochen wurde, vermute ich mal, dass Christel sich tatsächlich mit dieser Person in dem Kino befunden hat. Denn irgendjemand muss diese Tür ja abgeschlossen haben. Und der Täter muss dann praktisch über einen wahrscheinlich existierenden Hintereingang das Kino verlassen haben. Es könnte natürlich auch ein später Gast gewesen sein,
der nachdem Christel ihre Zigarette geraucht hat, das Kino betreten hat. Also im Prinzip den Zeitraum kurz vor Schluss des Kinos genutzt hat. Also, um es kurz zusammenzufassen, ich gehe nicht von einer Beziehungstat aus, ich gehe von einem Raubmord aus und nach meinem Dafürhalten war es ein Gast. Leider wird dies auch einer der Fälle bleiben, die sich wohl niemals mehr klären lassen. Gut, das war es dann mit dem Video zu diesen beiden Fällen. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!